Bienvenidos a Cancún! Wenn du zum ersten Mal nach Cancún reist, bist du hier genau richtig. In diesem Video erfährst du, wie du dich preisgünstig fortbewegen kannst, erschwingliche Unterkünfte findest und die schönsten Strände der Stadt besuchst. Außerdem geben wir dir viele nützliche Tipps zur Planung und Vorbereitung deiner Reise. Vamos a la playa! Cancún liegt an der östlichen Küste der mexikanischen Halbinsel Yucatan, am Ufer des Karibischen Meeres. Die Stadt erstreckt sich über eine schmale Langzunge, die von einer Lagune im Westen und dem offenen Meer im Osten umgeben ist. Diese geografische Lage sorgt für einen traumhaften Ausblick und perfekte Bedingungen für den Strandurlaub. Nach einem langen Flug möchtest du sicher schnell und unkompliziert in deine Unterkunft ankommen. Hier sind deine Optionen vom Flughafen Cancún. Taxi, die teuerste Option, die wir nicht empfehlen. Mietfahrzeug. Direkt am Flughafen gibt es zahlreiche Autovermietungen. Beachte aber, dass die örtliche Polizei manchmal versucht, Touristen abzuzocken. Schau dir vorher Erfahrungsberichte an. Es gibt verschiedene Shuttle-Unternehmen, die vom Flughafen nach Downtown fahren. Jedoch unser Liebling und auch unsere Empfehlung für dich ist der örtliche Bus ADO. Du kannst dein Ticket online im Voraus buchen, würden wir dir jedoch nicht empfehlen, was, wenn sich dein Flug verspätet. Die bessere Alternative ist, dein Busticket direkt nach der Landung am Flughafen zu kaufen. Aus unserer Erfahrung kannst du es nur mit einer Kreditkarte bezahlen. Ja, richtig gehört. Du brauchst kein Cash, also musst du dir davor auch keinen Stress um Geldwechsel machen und erst recht nicht direkt am Flughafen wechseln. Busse sind klimatisiert, komfortabel, groß. Auf geht's. Die Fahrt dauert je nach Verkehr etwa 30 Minuten. Der ADO-Busbahnhof in Downtown ist ein zentraler Anlaufpunkt. Die Bushaltestellen findest du übrigens auch in Google Maps und die Busse verkehren sehr häufig, man muss nie lange warten. In Cancún gibt es zwei Hauptbereiche für Unterkünfte, die Hotelzone und Downtown. Die Hotelzone von Cancún ist das Herzstück des Tourismus in der Stadt. Sie erstreckt sich entlang der Landzunge. Die Hotelzone ist berühmt für ihre luxuriösen Resorts, weiße Sandstrände und türkisfarbene Gewässer. Hier finden sich auch zahlreiche Restaurants, Einkaufszentren, Bars und Nachtclubs, die das Nachtleben von Cancún prägen. Die Kosten für einen Aufenthalt in der Hotelzone können recht hoch sein. Neben den Zimmerpreisen fallen auch Kosten für Mahlzeiten, Getränke und Aktivitäten in den Resorts an, was den Gesamtpreis eines Aufenthalts erhöht. Für Reisende, die sparen möchten, ist eine Unterkunft in Downtown Cancún eine gute Alternative. Es ist Freitagabend und wir laufen ein bisschen jetzt durch Downtown Cancúns und erkunden mal die Gegend. Und essen Tacos. Und essen Tacos, das ist eigentlich der Hauptgrund. Hier finden sich lokale Restaurants, Märkte und Geschäfte, authentische mexikanische Küche und preiswerte Einkaufsmöglichkeiten. Obwohl Downtown nicht direkt am Strand liegt, sind die öffentlichen Verkehrsmittel gut ausgebaut. Mehr Infos zu dem öffentlichen Bus etwas später. Hast du ja Downtown und die Hotelzone bei Nacht gesehen, kannst du entscheiden, welche Atmosphäre dir lieber ist. Oder manchmal muss man sich gar nicht entscheiden, kann man dahin und dahin gehen und sich von beiden was nehmen, das Positive nehmen. Cancún ist bekannt für seine wunderschönen Strände, die den Hauptgrund eines Besuchs ausmachen. Die Strände ziehen sich entlang der Hotelzone über die schmale 22 Kilometer lange Landzunge. Während viele dieser Strände öffentlich sind, kann der Zugang manchmal etwas eingeschränkt sein. Hier sind einige wichtige Informationen, die du über den Zugang zu den Stränden in Cancún wissen solltest.
Viele Strände, die von Resorts und Hotels gesäumt sind, haben spezielle öffentliche Zugangspunkte. Diese Zugänge sind oft schmal und können zwischen den großen Hotelanlagen leicht übersehen werden. Es lohnt sich, nach Schildern oder Wegen zu suchen, die auf öffentliche Strandzugänge hinweisen. Schau auch bei Google Maps nach und halte nach Parkplätzen Ausschau, ein Indikator, dass in der Nähe ein Zugang vorhanden ist. Die Strände haben einen weichen, weißen Sand, der typisch für die Karibikküste ist. Das Wasser ist klar und türkisblau, einfach zum Verlieben. Die Strände gelten generell als sicher, aber wie überall solltest du auf deine persönlichen Gegenstände achten und sie nicht unbeaufsichtigt lassen. Und nun zeigen wir dir die bekanntesten Strände, die du auf keinen Fall verpassen solltest. Playa Delfines, einer der bekanntesten und größten öffentlichen Strände in Cancun. Während die Bebauung entlang der Hotelzone einige Strände stark verändert hat, bieten Strände wie Playa Delfines immer noch ein natürliches Ambiente. Hier gibt es keine Hotels und Resorts, die den Zugang beschränken. Der Strand ist weniger entwickelt und bietet daher ein natürliches Ambiente. Hier sind die Wellen oft stärker und es gibt eine gewisse Brandung. Und das Tolle bei dem Beach ist, dass die ganzen Sonnenschirme kostenlos sind. Playa Forum. Playa Forum ist einer der lebhaftesten und beliebtesten Strände. Es liegt zentral in der Hotelzone von Cancun, in der Nähe des berühmten Coco Bongo Nachtclubs. Die zentrale Lage macht ihn leicht zugänglich und ideal für Besucher, die sowohl tagsüber als auch nachts etwas erleben möchten. Hier finden abends auch die meisten Partys statt. In unmittelbarer Nähe gibt es viele Restaurants und Imbissstände, sowie Duschen, Toiletten und Umkleidekabinen. Wassersportarten und Unterhaltung kommen hier nicht zu kurz. Das Konzept ist hier richtig genial. Kaufst du dir bei 7-Eleven in Playa Forum deine Tiefkühlpizza, die bereiten dir das hier auf und das kannst du dann am Strand direkt genießen. Das haben schon so viele Mexikaner gemacht, die machen das aber so richtig lecker, noch mit einem Cola oder mit einem Bier und die genießen das so richtig, dass man Lust bekommt auf eine eigene Pizza. Und jetzt warten wir. Der breite Sandstrand bietet viel Platz zum Sonnenbaden und Volleyball. Ruhe und Entspannung findest du erst an dem nicht allzu weit entfernten Nachbarstrand Playa Chamoy. Ruhiger Strand in der Hotelzone, gut zum Schwimmen und Schnorcheln, viele Strandclubs und Restaurants in der Nähe. Playa Tortugas. Entspannte Atmosphäre, familienfreundlich mit flachem Wasser und sanften Wellen. Viele Geschäfte und Restaurants entlang der Promenade. Und natürlich gibt es noch viele weitere Strände, aber das liegt jetzt an dir, diese auszuprobieren. Und noch ein Tipp. Wir haben uns angewöhnt, aktuelle Nutzerbewertungen und Kommentare auf Google Maps zu lesen. Diese bieten oft aktuelle Informationen über den Zustand und die Zugänglichkeit eines Strandes. Egal wo du untergekommen bist, du musst dich in Cancun fortbewegen. Wir empfehlen den öffentlichen Bus. Der öffentliche Busverkehr in Cancun ist eine kostengünstige und praktische Möglichkeit, sich in der Stadt fortzubewegen. Die wichtigsten Buslinien für Touristen sind die R1 und die R2-Linie. Diese Busse verkehren regelmäßig und decken die Strecke von der Hotelzone bis ins Downtown ab. Es führt nur eine Straße zu den Stränden. Du kannst dich nicht verfahren. Die Bushaltestellen in der Hotelzone sind leicht zu finden und trau dich auch den Bus anzuhalten, wenn du keine öffentliche Bushaltestelle findest, vor allem in Downtown. Der Fahrpreis beträgt 12 Pesos pro Fahrt. Bezahlung erfolgt beim Fahrer. An den Haltestellen musst du durch ein Handzeichen signalisieren, dass du einsteigen möchtest und trau dich auch den Bus anzuhalten, wenn du keine öffentliche Bushaltestelle findest, vor allem in Downtown. Die Busse halten in der Regel auch so an, es sei denn, die Straße ist gerade so richtig leer und er rast mit einer Mordsgeschwindigkeit und hat keine Lust gerade für dich seinen Flow aufzugeben. Dann probiere es einfach bei dem nächsten Bus. Was Thema Sicherheit in Cancun angeht, würde ich behaupten, es ist sicher. Downtown ist auch immer was los, da sind immer viele Menschen unterwegs, auch alles ist beleuchtet. Ja, wenn man sich so in Downtown umschaut, das ist jetzt nicht wirklich schön, wo man sagt, wow. Und ich glaube auch, Cancun ist dafür bekannt, dass es sicher ist, weil es kommen einfach viele Touristen her und die Polizei, die Regierung muss die Sicherheit der Touristen bewahren.
weil sonst würde ihre Einnahmensquelle einfach verschwinden. Und unsere Abreise steht bereit. Wir sind natürlich am falschen Terminal ausgestiegen, Terminal 2. Es gibt hier insgesamt 4 Terminals und es gibt auch einen freien Shuttle, der alle 30 Minuten oder so fährt. Man kann auch ein Taxi nehmen, wenn man zeitlich knapp ist. Kostet irgendwie, zumindest haben sie den ersten Preis für $30 genannt. Nur einfach, um zwischen dem Terminal zu fahren. Ich glaube, man kann den bestimmt noch mit verhandeln, aber wir haben genug Zeit. Deshalb nehmen wir den freien Shuttle. Aber wieso auch? Die Fahrt dauert jetzt hier 5 Minuten. Für 5 Minuten wollten die $30. Gute Preise. Also, man muss auf jeden Fall hier in Cancun verhandeln. Die haben Preise, das geht gar nicht. Also du merkst, in Cancun kannst du schnell und ganz leicht dein Geld lassen. Vor allem würden wir auch aus unserer subjektiven Meinung sagen, dass Cancun nicht preiswert ist. Low-Budget-Traveler müssen gut auf ihr Geld achten. Auch Downtown ist nicht günstig. Nach Costa Rica ist Mexiko das zweiteuerste Land auf unserer bisherigen Weltreise gewesen. Mit unseren Tipps bist du bestens vorbereitet für deinen ersten Besuch. Viel Spaß und hasta luego!